Nach der Parlamentswahl in Frankreich liegt entgegen aller Erwartungen das Linksbündnis vorn. Dagegen schnitt der rechtsnationale Rassemblement National deutlich schlechter ab als angenommen. Er liegt nur auf dem 3. Platz hinter dem Mittellager von Staatspräsident Emmanuel Macron. Die absolute Mehrheit von 289 Sitzen dürfte aber keines der Lager erreichen. In zahlreichen Städten in Frankreich kam es am Abend zu schweren Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Jubel bei den Überraschungssiegern der Stichwahl. Die neue Volksfront aus mehreren linken Parteien kommt auf Platz 1 und kann mit bis zu knapp 200 Sitzen im Parlament rechnen. Deshalb fordert sie das Amt des Ministerpräsidenten für sich. Zunächst muss der Präsident entweder gehen oder einen Premierminister aus unseren Reihen wählen. Das ist in der Vergangenheit passiert. Es gibt da einen Spruch, meint Mélenchon, und die Menge skandiert: Macron tritt zurück. Mélenchon, der als Sprecher des linken Bündnisses fungiert, fordert dann auch gleich die Anerkennung des Staates Palästina. Allerdings ist Mélenchon im eigenen Lager mit seinen radikalen Forderungen umstritten. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Frankreichs gespaltene Linke für die Parlamentswahl zum Bündnis zusammengeschlossen. Es gibt keinen klaren Kurs. Marine Le Pen ist enttäuscht. Sie hatte gehofft, dass ihr rechtsnationaler Rassemblement National Erster wird. Jetzt nur Platz 3. Doch sie postuliert, der Sieg sei nur aufgeschoben. Frankreich wird mit 3 Gruppen, die in der Nationalversammlung mehr oder weniger den gleichen Einfluss haben, völlig blockiert sein. Nun ja, wir gehen darauf zu. Es ist traurig. Wir verlieren ein weiteres Jahr mit unregulierter Einwanderung, mit Kaufkraftverlust und zunehmender Unsicherheit. Aber wenn wir das durchmachen müssen, dann werden wir das durchmachen. In der Nacht kam es zu Ausschreitungen bei den Anhängern des rechtsnationalen Lagers. Auf Platz 2 landete das bei ihnen verhasste Mittebündnis des französischen Präsidenten Macron. Dessen Ministerpräsident Attal kündigte nach der Wahl seinen Rücktritt an. Die politische Gruppe, die ich in diesem Wahlkampf vertreten habe, hat keine Mehrheit, auch wenn sie 3-mal so viele Punkte erzielt hat wie in den letzten Wochen prognostiziert. Deshalb werde ich dem Präsidenten mein Rücktrittsschreiben schicken. Emmanuel Macron will sich erst äußern, wenn die Ergebnisse amtlich sind. Auch wenn es in Paris am Wahlabend anders aussah. Frankreich hat nichts zu feiern. Nach dem überraschenden Wahlsieg der Linken droht ein Patt im Parlament und politische Instabilität.